Frank Bauer. Ich komme aus der Informatik an der FAU, im Speziellen aus der Computergrafik in der Informatik, und ich kümmere mich um eine Lehrveranstaltung Grundlagen der Informatik. Für alle Nicht-Informatiker an der TechFAK, die Lehre, die ich mache, ist im Wesentlichen die Grundlagen der Informatik. Das heißt, wir bemühen uns, Anfängern das Programmieren beizubringen. Wir versuchen eigentlich gar keinen so großen Unterschied zwischen einer digitalen und einer Präsenzphase zu haben, sondern wir versuchen, das möglichst alles zusammenzuziehen. Unser Ziel war schon immer, dass wir probieren, die digitalen Formate mit in die Vorlesung reinzukriegen und die da auch nutzen zu können, sodass die Studis nicht einen Bruch haben, wenn sie bei uns sitzen und dann zu Hause an den Sachen arbeiten müssen, sondern in einem gewohnten Umfeld praktisch weitermachen können. Und dazu verwenden wir als Informatikvorlesung vor allem Werkzeuge zum Programmieren, sodass die Studis während der Vorlesung schon Dinge ausprobieren können, wie sie funktionieren, ob sie ausführbar sind, ob die Ergebnisse das sind, was sie von unseren kleinen Aufgaben, die wir in der Vorlesung immer einspielen, ja, das sind, was wir erwarten würden. Da wir so viele Studiengänge haben, haben wir auch ganz verschiedene Arten, wie wir Leistung prüfen müssen. Von Studierenden, die im Wesentlichen nur am Ende eine Klausur schreiben müssen, über Studierende, die Hausaufgaben bearbeiten müssen und dann am Ende eine Klausur schreiben müssen. Wir versuchen deswegen, das, was während des Semesters stattfindet, möglichst für alle gleich zu machen und den Schwerpunkt mehr aufs Helfen zu setzen, statt aufs Prüfen. Das heißt, wir haben Hausaufgaben, die bearbeitet werden müssen und die auch bewertet werden müssen, ob sie bestanden sind oder nicht. Aber wir versuchen bei den Korrekturen im Wesentlichen nicht nur ein Punkteergebnis am Schluss zu haben, sondern hilfreiche Anmerkungen zu geben, wie man sein eigenes Programm, bei uns ist ganz viel Programmieren wieder, besser machen kann, damit man an dem Ziel ankommt, das verlangt war, damit man daraus lernen kann und sich selber nach seinem eigenen Stil entwickeln kann und nicht irgendwie nur an Musterlösungen oder sonst was vergleichen muss, wo man hinkommen müsste und versuchen muss, unseren Stil zu adaptieren. Am Ende vom Semester haben dann alle eine Klausur. Die ist elektronisch, in Präsenz, in irgendeinem Raum, immer an der Universität. Und auch da versuchen wir schon in der Vorlesungsphase, also im Semester, die Studis darauf hinzubringen. Dadurch, dass wir im Wesentlichen in der gleichen Umgebung, nämlich im Stuttern, mit einer von uns entwickelten Programmieraufgabe oder Programmierfragentypen, den wir in Stuttern integriert haben, üben zu können, sodass, wenn Sie am Schluss die Klausur schreiben, jetzt nichts Neues für Sie da ist, sondern einfach nur das, was Sie schon das ganze Semester gemacht haben, mit neuen Fragen, um dann am Ende eine Note rauszukriegen. Also wir machen viel, deswegen am Anfang sind alle Studis sehr skeptisch, was man alles tun muss. Wir kommunizieren es auch ganz klar, dass man bei uns viel machen muss. Wir versuchen, die Studierenden gleich am Anfang aber mitzunehmen, dass wir sehr daran interessiert sind, dass sie mitsteuern können, was wir im Semester machen, damit wir offen sind für Anregungen, die die Studierenden für uns haben. Das heißt, wir versuchen, eine Atmosphäre zu schaffen, wo die Studis das Vertrauen haben, dass sie mit uns reden können und sagen, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, um uns da anzupassen. Das merken viele am Ende vom Semester, dass wir das getan haben. Von daher, die meisten finden gut, dass man offen mit ihnen redet und sie mit kontrollieren können, was im Semester so passieren wird. Wir versuchen, unsere Studis vor allem durch Gespräch zu aktivieren. Ja, wir versuchen, sie mitzunehmen und eben keine Vorlesung zu haben. Das heißt, wir haben in der Vorlesung immer Zeiten oder spezielle Folien, die Aufgaben stellen, die man in der Vorlesung miteinander bearbeiten kann. Erstmal die Studis unter sich und danach natürlich mit mir vorne, der es vorstellt, um Fragen stellen zu können oder um Probleme zu bearbeiten, darauf hinzuweisen, was man vielleicht gut machen könnte, wo man nicht so direkt draufkommt, was man hätte anders machen können. Und um auch gleich in der Vorlesung ein Gefühl dafür zu geben, ob man verstanden hat, über was geredet worden ist, weil man es direkt anwenden soll. Und das sorgt dafür, dass viele mit mir reden in der Veranstaltung, und das bringt Studis dazu, mitzumachen, ja, letztendlich. Das Wichtigste für uns war, uns mit Leuten zu umgeben, die die gleichen Interessen haben. Das heißt, ein Team zu bilden, das den Stoff kennt, das weiß, was wir beibringen wollen und das auch so ungefähr das gleiche Ziel hatte wie wir, dass wir alles miteinander verknüpfen können. Einer der wichtigsten Punkte, die man haben kann. Und das andere war, einfach mal ausprobieren.
Wir hatten ganz viel Gespräche darüber, ob das funktionieren wird oder nicht. Und da gibt es immer gute Argumente dafür und dagegen. Aber es einfach mal umzusetzen und mit den Studierenden dann auszuprobieren und das Feedback sich anzugucken, was da kommt, war für uns das Allerhilfreichste, um dann in größeren Schritten am Ende weiterzukommen.